Hallo, mein Name ist Tim Denecke. Ich leite die Klinik für diagnostische und interventionelle Radiologie hier im Universitätsklinikum Leipzig. Ich sage hier, weil wir tatsächlich in Leipzig sind, auf dem Röntgenkongress, der seit 2019 endlich das erste Mal wieder in meiner Heimat stattfindet. Zu unserem Standort ist zu sagen, dass wir einen eindeutigen Leberschwerpunkt haben. Wir sind Lebertransplantationszentrum, wir haben eine sehr wissenschaftlich starke Hepatologie bei uns. Und dementsprechend ist es naheliegend, dass auch ich als ausgewiesener Leberradiologe, ich glaube, das kann ich schon sagen, mir ein Forschungsprojekt in diesem Bereich ausgesucht habe, um im Netzwerk Universitätsmedizin und ganz besonders im radiologischen Netzwerk RACUN aktiv zu werden. Das Projekt, was ich mir ausgedacht habe, heißt RACUN MARDA. MARDA ist ein Akronym und übersetzt sich im Prinzip in etwas, was mit KI-Forschung an Leber-MRT-Daten zu tun hat und ist natürlich aus der Zoologie ähnlich entlehnt wie das Mutterprojekt RACUN, der Waschbär. So ist das Ganze gekommen. Was wir im MARDA machen wollen, ist, dass wir das Netzwerk Universitätsmedizin und RACUN nutzen wollen, um rasch große Datenmengen zusammenzusammeln, die gut selektioniert und einförmig quasi immer dasselbe Szenario abbilden. Nämlich die Situation eines Patienten mit erhöhtem Risiko, ein hepatozelluläres Karzinom zu entwickeln. Das ist in der Regel aufgrund einer chronischen Lebererkrankung wie einer Leberzirrhose oder Leberfibrose der Fall. Und wir möchten ganz gerne die Situation vor der Entwicklung des bösartigen Tumors abgreifen, um zu sehen, ob wir mit künstlicher Intelligenz in der Lage sind, dieses HCC vorherzusagen. Also quasi ein Risiko dem Individuum zuzuschreiben, ein solches HCC einmal zu entwickeln. Warum ist das so wichtig? Weil man solche Risikopatienten in Screening-Programme einschließt. Und das sind sehr viele Patienten und dementsprechend wäre das Screening sehr teuer, wenn man nur wenige Tumoren findet. Im Moment läuft das dann mit Ultraschall, auch ohne Ultraschallkontrastmittel oder ähnliches. Und damit hat man natürlich die Schwierigkeit, dass man manchmal nicht die ganze Leber sieht oder den Tumor eben nicht in einem kleinen Stadium, was gut behandelbar wäre, entdecken kann. Wenn man jetzt all diese Patienten mit einem besseren bildgebenden Verfahren, wie zum Beispiel der MRT, untersuchen würde, die zwar strahlenfrei ist, aber eben sehr teuer ist. Ja? Das heißt, man investiert sehr viel, um wenige Fälle herauszusammeln, bei denen man ein hepatozelluläres Karzinom früher und wirksamer behandeln kann. Das zweite Problem ist natürlich die Ressource MRT. Wir wissen, dass sowohl die Geräte als auch die Menschen, die sie bedienen, unsere MTRs, knapp gesät sind und dementsprechend könnten wir solche Kapazitäten auch gar nicht aufbringen. Der Trick ist also, eine Subpopulation zu identifizieren, bei denen das Risiko, ein hepatozelluläres Karzinom in der Leber zu entwickeln, so hoch ist, dass es sich lohnt, mit dem teuren und schwerer verfügbaren Instrument MRT die Tumoren zu suchen, in regelmäßigen Abständen. Und da setzen wir an. Dieses Risiko möchten wir vorhersagen mit Hilfe der KI-Auslesung von vorhandenen MRT-Bildern. Ich denke, ohne KI funktioniert das Ganze nicht. Was wir ja suchen, sind wahrscheinlich Vorstufen eines HCC, die bekanntermaßen entdeckt werden können in besonderen kontrastmittelgestützten Aufnahmen, sogenannte dysplastische Knoten. Aber manchmal ist diese Sequenz vom dysplastischen Knoten zum Leberzellkrebs sehr viel schneller oder überspringt auch gewisse Stufen, kann man nur vermuten, weil wir nicht in jedem Fall vorher einen solchen Knoten entdecken. Jetzt muss man wissen, dass eine Zirrhoseleber voll ist mit Knoten verschiedenster Größe, Form und Farbe oder Graustufen. Ist ja viel Schwarz-Weiß bei uns in der Radiologie, sodass in diesem Rauschen der entscheidende Knoten für das menschliche Auge vielleicht untergeht. Und da setzen wir auf die KI, dass die quasi diese Nadel im Heuhaufen findet durch die große Rechenleistung, die die KI in Netzwerken aufbringen kann, um solche Befunde, die dafür sprechen, dass sie auf dem Weg sind zu entarten und zum hepatozellulären Karzinom zu werden, früher erkennt. Also die größte Herausforderung ist meiner Meinung nach gar nicht unbedingt die Entwicklung des Algorithmus hinterher, sondern
die Trainingskohorte zusammenzustellen, also quasi die Population, an der der Algorithmus trainiert werden soll. Dafür brauchen wir eine große Zahl von Fällen, von MRT-Datensätzen, die natürlich sauber ausgesucht sein müssen. Also alles muss erwiesenermaßen vor einer Entstehung des hepatozellulären Karzinoms aufgenommen sein. Und die Patienten müssen erwiesenermaßen natürlich auch ein HCC im Verlauf nachgewiesen bekommen haben. Und das ist ja nur die Testkohorte. Es gibt ja die Kontrollgruppe, die ich ja auch brauche, bei denen in einem gewissen Zeitraum, 3 oder 5 Jahre, eben kein hepatozelluläres Karzinom aufgetreten ist. Also auch diese Kohorte wird gesucht und insgesamt haben wir hochgerechnet, werden wir wahrscheinlich 600, 700 oder 800 Fälle insgesamt brauchen, etwa 50-50 Kontrolle und Positivgruppe, um sinnvoll einen Algorithmus trainieren zu können. Das ist schwierig und da zähle ich natürlich auf das Netzwerk und sozusagen das Crowdfunding von Fällen, auf was wir angewiesen sind in dem Fall. Das Netzwerk unterstützt mich natürlich durch das Anschließen von eigentlich allen universitätsklinischen Standorten in Deutschland. Und nur in diesem großen Netzwerk ist man stark genug, eben ausreichend sauber ausgesuchte Fälle zusammenzusammeln. In dem Netzwerk gibt es natürlich auch für die technische Operabilität Tech-Partner, die jetzt auch spezifisch für unser Projekt zuständig sind oder allgemein für das Aufrechterhalten des Netzwerkes, für den Bildaustausch über die entsprechenden Knoten. Und das ist auf der einen Seite MINT zum Beispiel zu nennen und ganz spezifisch für die Vorhaben, die Hauptendpunkte, aber auch die Nebenendpunkte unserer Studie MEVIS. Stand des Projektes ist so, dass wir am Anfang stehen. Ja, aber der Anfang, der hat natürlich schon sehr, sehr viel Vorarbeit geschluckt. Dazu gehört allem voran einmal ein Ethikvotum. Das ist jetzt gerade positiv beschieden worden und kann dann angewendet werden im Netzwerk quasi für alle angedockten Partner. Im Prinzip sind das alle Universitätskliniker in Deutschland. Das ist schon mal eine wichtige Hürde, die wir genommen haben. Das heißt, wir steuern jetzt, nachdem wir auch die technische Infrastruktur und die Arbeitspakete definiert haben und zusortiert haben, direkt auf den Kick-Off zu, sodass wir im Prinzip mit der Datensammlung bald beginnen können. Also was mich an dem Projekt begeistert, ist inhaltlich natürlich das erhoffte Ergebnis zu erzielen. Natürlich auch mit dem wissenschaftlichen Output, den man sich als Wissenschaftler wünscht, den Möglichkeiten auch für die vielen Mitarbeiter, die integriert sind in dem Projekt, quasi davon persönlich zu profitieren. Aber vor allem geht es natürlich um unsere Patienten, denen wir mit dem Projekt und dem Algorithmus, der im Ergebnis steht, helfen wollen. Aber was mich ganz besonders auch begeistert an dem Projekt, ist etwas, was ich vorher in meiner wissenschaftlichen Arbeit in der Dimension noch nicht erlebt habe. Das ist nämlich diese integrative Zusammenarbeit, eigentlich grenzenlos, wie das Motto von unserem heutigen Röntgenkongress hier. Diese grenzenlose Zusammenarbeit ohne Restriktionen, sich gegenseitig zu helfen und in den Projekten auszutauschen. Anders sind solche großen Netzwerkprojekte nicht möglich. MARDA ist ja auch nur eins von vielen Projekten, die aktuell gefördert in dem RACOON passieren. Da sind wir aufeinander angewiesen.